Irland ist das schwächste Glied im Kampf gegen Putin. Das findet einer der wenigen irischen Kriegstreiber. Aber wie diese angebliche Schwäche Irlands, dieser angebliche Nachteil gerade für dich als Auswanderer nach Irland ein Vorteil sein kann, damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dir überlegst, nach Irland auszuwandern, sei es, weil du Steuern sparen willst, denn Irland hat ja den Non-Dom-Status, oder weil du dich geopolitisch in Sicherheit bringen willst und dich und deine Familie vor einem möglichen Konflikt oder auch der Wehrpflicht schützen willst, dann lade ich dich ein zu unserem Seminar Auswandern nach Irland. Wir machen sowohl eintägige Workshops, zum Beispiel in Zürich, als auch mehrtägige Seminare, die dann normalerweise in Irland stattfinden. Für alle, die sich dafür interessieren, dort behandeln wir viele steuerliche und rechtliche Themen rund um den Wegzug nach Irland. Was muss man aus deutscher Sicht steuerlich beachten? Welche Steuern muss man in Irland bezahlen? Wie kann man den Non-Dom-Status effektiv einsetzen? Wie kann man möglicherweise steuerfrei in Irland leben? Was hat es mit Homeschooling auf sich? Wie kann man möglicherweise den sehr guten irischen Pass in relativ kurzer Zeit erlangen? Also, wenn der Umzug nach Irland für dich ein Thema ist, dann ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Veranstaltung und ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ja schon etliche Videos zum Thema Krieg, geopolitische Sicherheit und den Konflikten der Ukraine vor dem Hintergrund Irlands hier veröffentlicht. Irland ist ein neutrales Land. Irland ist kein NATO-Mitglied. Irland ist militärisch nicht sehr exponiert. Es gibt dort keine wichtigen Militärstützpunkte, keine wichtigen militärischen Assets. Irland liegt weit ab, auch geografisch gesehen, ist natürlich durch seinen Inselstatus weitreichend abgeschirmt vor allen negativen Einflüssen, die man nicht unbedingt im Land haben will und versucht sich eigentlich Jahrzehnten aus Kriegen herauszuhalten. Das hat natürlich auch historische Gründe. Man war ja hier lange Jahre unter der Fichtel der Briten. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt negativ, muss ich ehrlich sagen, die britische Herrschaft in Irland. Aber es gibt natürlich viele, für die das ein wirkliches Reizwort ist. Es haben zum Beispiel viele irische Soldaten im Ersten Weltkrieg für Großbritannien gekämpft. Diese Soldaten, die ihr Leben gegeben haben für Irland und für eine gute Sache, werden heute kaum erwähnt von der Geschichte in Irland. Den Iren ist es peinlich, ja, dass ihre Männer dort gekämpft haben. Für eigentlich, muss man sagen, eine gute Sache. Auch im Zweiten Weltkrieg haben wieder viele Iren dann auf britischer Seite gekämpft. Dieser Konflikt wird natürlich dann schon anders gesehen. Aber im Großen und Ganzen hat man kein Interesse dran an Kriegen in Irland. Man will sich da bewusst raushalten. Man sieht sich als kleines Land mit einer kleinen Bevölkerung, die man hier nicht unnötig einem Risiko aussetzen will, die man auch gar nicht in einem solchen Krieg opfern will. Hier gab es jetzt einen interessanten Artikel im Daily Telegraph. Der Daily Telegraph, eigentlich eine sehr gute britische Zeitung, wie ich meine, ziemlich konservativ, aber daher muss man eben auch sagen, doch schon auch ziemlich kriegerisch, ziemlich martialisch zum Teil eingestellt. Schauen wir uns doch diesen Artikel einmal kurz an. Ireland is Europe's weakest link in fight against Putin. Relying on neighbors' troops and taxpayers has to stop, says ex-leader of Dublin's Special Forces. Hier wird darauf angesprochen, dass man mit Großbritannien letztlich einen Verteidigungspakt abgeschlossen hat. Großbritannien ist für Luftraumverteidigung Irlands zuständig. Da gibt es einen Geheimdeal. Details dazu sind nicht bekannt. Hier wird darauf angesprochen, dass Zelensky vor kurzem ja in Irland war und dass man dann noch auch einige Drohnen dort gesichtet hat, wobei das jetzt nicht wirklich militärische Drohnen waren, also bewaffnete Drohnen, sondern möglicherweise schon russische Drohnen. Man kennt ja die Russen, man weiß schon, was für Sachen die machen. Aber man glaubt jetzt nicht, dass diese das Flugzeug von Zelensky hätten angreifen sollen. Aber das ist natürlich bei manchen jetzt in Irland sauer ausgestoßen. Unter anderem diesen Herrn Tom Clonan, ein Irish Senator, also ein irischer Senator and retired Army Captain, also ein ehemaliger Offizier. We are Europe's weakest link when it comes to security, defense and intelligence. Dublin possesses neither the modern sensors needed to spot threats nor the weaponry to stop them, he added, leaving the nation completely and utterly defenseless and, I would say, provocatively weak. In doomsday scenarios, submarines off the western coast launch missiles at Europe or Putin lands paratroopers in County Clare. But the true threat, most analysts agree, concerns the network of undersea cables and gas pipelines in the waters around the island's nations. Hier sehen wir dann auch die Unterseekabel. Also man befürchtet, dass Irland hier Opfer werden könnte von Sabotageakten, weil man eben nicht genügend militärische Ressourcen hat, um sich
gegen die Russen verteidigen zu können. Hier wird jetzt natürlich diese bewusste militärische Zurückhaltung Irlands stark kritisiert. Was willst du auch anders erwarten von ehemaligen Militärs? Man sucht jetzt hier spezifisch natürlich Gründe raus, warum man mehr militärische Präsenz bräuchte. Ja, Irland hat noch nicht mal einen eigenen Verteidigungsminister. Das musst du dir mal vorstellen. So wenig Priorität gibt man diesem Thema. Und für den einen oder anderen mag das jetzt natürlich leichtsinnig sein. Natürlich hat auch diese militärische Neutralität auch ihr Kalkül. Irland hätte ja gar nicht das Budget, jetzt hier eine große Armee aufzubauen und hat, wie gesagt, auch gar kein Interesse daran. Echte Neutralität, wie man sie zum Beispiel früher aus der Schweiz kannte, dass man eigentlich mit allen Handel getrieben hat, mit allen Kriegsparteien, das ist ja heute sowieso komplett verpönt. Auch heute ist die Neutralität schon moralisch gefärbt. Wirkliche Neutralität ist heute gar nicht mehr üblich, auch ja in der Schweiz eigentlich nicht wirklich. Auch die Iren, muss man sagen, waren natürlich hier stark unter Druck und in der Bredouille und haben sich natürlich hier durchaus jetzt auch Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Das ist ja völlig klar. Ja. Aber es geht eben nicht so weit, dass man sagt, wir wollen uns jetzt hier militärisch involvieren, weil eben, wie ich es vorhin genannt habe, die Iren als kleines Land sehr leidvolle Erfahrungen gemacht haben, was bewaffnete Konflikte anbelangt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, hier hat man zwar an, würde man heute sagen, guten Kriegen, wobei darüber lässt sich auch diskutieren, gekämpft an der Seite UKs, also im Grunde genommen für eine fremde Macht. Viele Iren sind dabei gestorben. Darauf hat man keine Lust mehr. Man will nicht mehr für die Kriege anderer Nationen, die eigentlich mit dem eigenen Land überhaupt nichts zu tun haben. Irland steht ja da komplett außen vor. Wie gesagt, es gibt keine wichtige Infrastruktur in Irland. Irland ist ja in keiner Weise in diesen Konflikt involviert. Warum sollte Irland jetzt positionieren wollen, um dann möglicherweise in den Konflikt hereingezogen zu werden? Und das kann für dich eben ein echter Vorteil sein, diese Haltung, wenn du dir für dich oder deine Familie Gedanken dazu machst, was so die Zukunft gerade im Zentrum Europas, gerade in Deutschland, für dich birgt. Wir sehen ja jetzt, dass die Wehrpflicht zwar nicht eingeführt wird, aber das Wehrdienst auf freiwilliger Basis eingeführt wird. Aber wir haben ja auch gelesen, dass man sehr streng sein wird, wenn man das Formular nicht zurückschickt oder aber sich der Musterung entziehen will, die ja dann verpflichtend wird. Bis zu 1.000 Euro Bußgeld. Das ist schon ziemlich happig. Plus man soll letztlich hier von der Polizei einen Besuch zu Hause erhalten, möglicherweise, nur weil man sich diesem Verwaltungsakt nicht beugt. Und damit weißt du schon natürlich, dass das Ganze nicht wirklich freiwillig ist. Meine Vermutung ist, dass ja auch nicht genug Freiwillige gefunden werden können und dass das Ganze dann sehr schnell in eine Wehrpflicht ausartet. Wir haben außerdem gesehen, und dazu hatte ich auch schon in einem anderen Video berichtet, dass in Freiburg im Breisgau, also meiner Heimatstadt, jetzt ein Schüler verurteilt worden war, weil er angeblich einen Offizier der Bundeswehr beleidigt hat. Der Offizier der Bundeswehr war in die Schule gekommen, in dieses Gymnasium in Freiburg, hat dort geworben für den Militärdienst, hat dort die Bundeswehr vorgestellt, eigentlich ja ein gutes Vorhaben, aber hat wohl nicht damit gerechnet, dass das ganze Thema Wehrdienst, Wehrpflicht unter jungen Menschen verständlicherweise sehr heiß und kontrovers diskutiert wird. Ist ja logisch, ja, da geht es ja ums eigene Leben. Wie kann man nicht erwarten als Jugendoffizier, dass es da nicht nur positive Meinungen zu gibt? Jedenfalls besagter Schüler hat dann ein Meme auf Social Media veröffentlicht, wo er sich belustigt hat über diesen Offizier. In nicht ganz zimperlicher Weise, muss man sagen. Also auf dieser Karikatur wurde er wohl mit der SS in Verbindung gebracht. Also nicht gerade natürlich optisch sehr schön. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, hier geht es ja um ein ganz wichtiges, essentielles staatsbürgerliches Thema, dass dort ein junger Mensch vielleicht sehr wütende, rohe Emotionen zu diesem Thema hat, das muss man, glaube ich, verstehen. Und jetzt ist dieser Schüler tatsächlich verurteilt worden vor einem Gericht. Er musste jetzt Sozialdienst verrichten für einige Stunden oder Tage, also eine relativ milde Strafe natürlich, aber dennoch, es zeigt ja einfach, mit welcher Härte der Staat vorgeht, wenn es um dieses Thema Bundeswehr, Militärdienst, Wehrpflicht etc. gibt. Da ist also mit dem Staat, das ist mit dem Staat, gerade mit dem deutschen Staat, nicht zu scherzen. Das erinnert an preußische Strenge, um jetzt mal bewusst andere historische Vergleiche auszulassen. So, wenn du dich dem natürlich jetzt entziehen willst und sagst, na ja, also das ist mir doch eher unheimlich, das möchte ich für mich und meine Kinder nicht, dann ist im Grunde genommen ein Land wie Irland ideal. Irland ist sehr gut, dort kann man gut mit Kindern leben. Ich habe dort selbst auch eine gewisse Zeit mit meinen Kindern gelebt. Die Schulen sind gut, ist relativ klein, es ist sicher. Irland erwirtschaftet einen satten Überschuss in seinem Haushalt. Dieser Haushalt wird dann im Land wieder investiert. Nachteil in Irland ist natürlich das Wetter. Nachteil ist auch der Wohnraum, der ziemlich teuer sein kann, zumindest wenn man mietet. Wenn man
verkauft, eigentlich gar nicht so teuer. Also Irland durchaus ein attraktives Land. Steuerlich gesehen gibt es den Non-Dom-Status, ausländische Einkünfte sind steuerfrei. Da kann man schon ein interessantes Leben führen. Wenn man dort 5 Jahre gelebt hat, bekommt man den irischen Pass. Mit dem irischen Pass kann man auch in UK übrigens wohnen, auf den anderen britischen Inseln. Generell auch ist der irische Pass jetzt von der Reisefreiheit vergleichbar mit dem deutschen, also ziemlich gut. Da gibt es schon etliche Vorteile in Irland und es verwundert mich daher nicht, dass viele unserer Mandanten wirklich sich überlegen, dorthin umzusiedeln oder es dann auch wirklich tun. Man sucht eben ja gerade ein Land, was nicht mitmachen will bei möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen. Also genau, was in diesem Artikel als Schwäche angesprochen wird, das ist ja das, was du möglicherweise gerade suchst. Also ein Land, wo auch die Bevölkerung überhaupt nicht hinter solchen Konflikten steht, wo die Bevölkerung eben, wie ich es gerade eben schon erzählt habe, schmerzhaft in der Geschichte lernen musste, dass man nicht gewinnen kann, wenn man sich hier für fremde Mächte und deren Kriege aufreibt, ja, wo dann eben Tausende, Hunderttausende junger Iren draufgehen für irgendeinen sinnlosen Krieg. Ganz klar, Irland ist natürlich in der EU. Wir sprechen ja oft davon, die EU zu verlassen, aber gerade als erster Schritt kann man Irland natürlich durchaus empfehlen, selbst wenn du dir überlegst, danach die EU zu verlassen oder grundsätzlich die EU zu verlassen. Manchmal muss man ja pragmatisch sein. Ja, in Irland kannst du als Deutscher, als Österreicher leben, ohne Visum, ohne Aufenthaltstitel, weil es eben EU ist, komplett einfach dorthin zu ziehen. Auch gut erreichbar zum Beispiel für Verwandte, die weiterhin in Deutschland oder Österreich leben. Also daher auf jeden Fall ein interessantes Land. Ich kenne sogar einige Militärs aus dem deutschsprachigen Raum, die in ihrem Ruhestand dann nach Irland umgezogen sind, aus genau den Gründen, die ich gerade eben genannt habe. Ja, also diese irische Neutralität, ja, sich da zurückzuhalten und kein Interesse zu haben, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Gerücht oder so, ja, das ist tatsächlich dort tief verwurzelt in der Bevölkerung, in der Kultur, im Bewusstsein und eben auch in der Art und Weise, wie der Staat Ausgaben tätigt und sich entsprechend dann nicht beteiligt oder aus diesen Angelegenheiten heraushält, zumindest was die militärische Seite anbelangt. Also im Grunde genommen in gewisser Weise noch neutraler als die Schweiz, denn die Schweiz hat ja schon eine ziemlich mächtige Armee, muss man sagen. Und in der Schweiz ist auch das Militärische immer sehr wichtig gewesen. In Irland hat man sich davon ganz bewusst distanziert, was die einen eben jetzt als Schwäche sehen, aber was in Wirklichkeit, wenn man sich die aktuelle Weltlage anschaut, tatsächlich natürlich ein Asset ist. Also, wenn auch du vorhast, nach Irland umzuziehen, würde ich mich freuen, dich bei einem unserer Veranstaltungen zum Thema Irland begrüßen zu dürfen. Ansonsten natürlich auch jederzeit gerne ein Beratungsgespräch buchen. Details zu beidem in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.